Hallo zu Charlie Shep. Heute möchte ich mir für die kleine Einhandfräse von Makita einen Fräszirkel bauen. Bei dem brauche ich jetzt für die nächsten paar Projekte. Ich werde es aber nicht mit so einer Holzleiste machen, wie es die meisten machen. Ich mache es mit Linearwellen, was ich noch zu Hause liegen habe, weil hier sind gleich die Bohrungen dafür. So, ich verwende für den Umbau so einen Kunststoffknauf. Knauf zum Drehen. Da ist eine Mutter drin, kriegt man in jedem Baumarkt eigentlich zum Kaufen. Wie gesagt, Größe M6. Die Mutter kommt aber dann raus und da wird eine Schraube hineingesteckt. Zwei Linearwellen mit 8 mm. Hier meine M6 Schraube, M6 Federscheibe und Beilagscheibe. Jetzt habe ich noch zu Hause eine 22 mm Siebdruckplatte. Und natürlich das Teil. Wie gesagt, ich habe mich für Linearwellen entschieden, weil ich habe da noch einige zu Hause herumliegen von alten 3D-Drucker. Die passen hier super hinein, man kann es fixieren und sich damit eigentlich dann jede Höhe einstellen, also Tiefe einstellen, was man ausfräsen will. Wie gesagt, das sind 8 mm Wellen. Ein 8 mm Vollmaterial, wenn es wirklich gerade ist, beziehungsweise kleinere Rohre mit 8 mm Außendurchmesser könnte man auch verwenden, falls es jemand nachbauen will. Die Siebdruckplatte, was ich zuschneide, will ich genauso breit haben wie den Fräser. Also Fräser, die Platte vom Fräser, 11 cm. Und hier ist eine Kerbe für die Mitte, wo der Fräser im Endeffekt rauskommt. Selbe Kerbe werde ich mir dann übertragen auf die Mitte von der Siebdruckplatte, wo der Drehpunkt ist. Und dann kann man sich genau ausmessen, wie groß man wie man den Zirkel einstellt im Endeffekt. Dass man einen richtigen Durchmesser hat. Und man braucht nur mehr die halbe Breite vom Fräser dazu rechnen für den Außendurchmesser, beziehungsweise halbe Breite abziehen für den Innendurchmesser. Kann man auch noch erkennen, was die Platte gekostet hat. Natürlich ein Reststück vom Baumarkt. Aber 2 Euro für so ein großes Teil finde ich ist ein guter Preis. Das sind jetzt andere Wellen, die habe ich vorne angespitzt, damit ich das dann schön übertragen kann. Da habe ich mir jetzt schön die Löcher damit angezeichnet. Das Problem hier bei diesem Bohrtisch, die Seitenkante ist um einen halben Millimeter zu hoch als das Innenleben. Wenn man das hier so anschaut, und hier würde es passen, aber hier steht man regelrecht an. Wenn ich mich da jetzt drauf stelle, wird es automatisch schief. So, der tolle rosene Mittefinder, das ich mal ausgedruckt habe zum Testen vom Material. Die Farbe hat sich meine Frau ausgesucht. Im Endeffekt hat sie nur ein Teil haben wollen, was ich ausdrucke. Ein kleiner Mülleimer für ihre Nähmaschine, die was automatisch gleich den Überschuss wegschneidet. Nennt sich Oberlock, falls das jemand kennt. So, wie gesagt, das Stück habe ich jetzt 11 x 11 cm geschnitten. Jetzt kommt genau in die Mitte ein Loch hinein für den Drehpunkt. Wird natürlich etwas kleiner gebohrt, weil ich ein M6 Gewinde hinein
schneide, damit die Schraube schön drin greift. So, jetzt mache ich in die Wellen ein paar Einkerbungen mit der Flex, damit der Epoxidauskleber besser hält. Im Moment leider das einzige, was ich zu Hause habe, eine Trocknungszeit von 12 Stunden. Ja, muss das Teil halt liegen bis morgen. Beim Trocknen gleich die richtige Position behält. Habe ich schon mal zusammengesteckt. So, jetzt mache ich hier mal die Kappe ab. Mutter raus. Tut sich natürlich leichter, wenn man Schraube anbeißt und die Tischplatte drückt. Man kann schon die Schraube hineingeben. Schraube gehört auch noch nachgedrückt. Das sind so leichte Einrastnasen praktisch. So. Kappe wieder drauf. Und einen schönen Knopf. So. Und das trocknet erstmal bis morgen. Passt. So, jetzt werde ich die Kanten noch etwas umschleifen, man sich nicht unbedingt verletzt. Ist ja wirklich schön verstellen. Das Loch für den Drehpunkt hier ist jetzt etwas groß. Natürlich muss man da nur ein 6 mm Loch fahren ins Material. Dann werden wir eine kleine Probeverlesung gleich machen. Funktioniert, würde ich mal sagen. Und der einzige Nachteil ist, dadurch, dass ich jetzt so gemacht habe, ist, dass man einen relativ großen Kreis noch machen kann, aber ich brauche im Moment auch nur große Kreise.
Etwas Kleineres habe ich gar nicht, was ich machen müsste. Und im Notfall kann ich hier praktisch noch ein Loch machen und kann mir den Radius nochmal um gute 4 cm verkleinern. Das sind somit 8 cm im Durchmesser, was man nochmal rausholen kann, wo die Kreise kleiner werden können. Also dann, ja, die Größe circa. So, wie gesagt, wir haben jetzt 2 neue Löcher gebohrt, jeweils 1 cm. Ne, sieht man gar nicht. Hallo! Hallo! So, ich habe mir jetzt 2 neue Löcher gebohrt. Einmal von der vordersten Kante und einmal von der hintersten Kante, jeweils 1 cm hinein. Seitlich auch markiert. Jetzt habe ich den kleinstmöglichsten Radius von hier 84 mm. Natürlich plus bzw. minus der Dicke vom Fräser. Muss man noch abziehen. Und größtmöglicher Radius wäre dann, dass das vorne noch hält, von 55 cm. Ja, wie gesagt, fräsen du da und mir passt's. Ja, der Zirkel ist fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Servus!